grüß dich. Herzlich willkommen. Hallo. Ich freue mich unheimlich und es ist mir auch eine große Ehre, dass du uns hier das kleine Interview gibst zu deinem absolut selten gewordenen Auto. Was kannst du uns darüber erzählen? Also ich meine, wir kennen ja alle den Trabant. Ist das jetzt der direkte Vorfolger? Da kam ja noch einer davor, ne? Es ist in dem Sinne die erste Generation, sozusagen der erste Vorfolger vom P550 in dem Sinn. Und er ist sozusagen aus dem Baujahr 59. Baujahr 59, da hieß das auch noch AWZ, ja? Hat es mit Er ist gerade in der Werksumstellung gewesen, wo von AWZ auf Sachsenring umgerüstet worden ist. Also ist das jetzt hier ein originaler Sachsenring bereits? Und ja. im gleichen Jahr oder ein Jahr davor war es... Im gleichen Jahr kam der 500er Trabant. Ah, okay. Wie gesagt, der ist baugleich, also sozusagen zur selben Zeit gebaut worden wie der 500er. Das waren jetzt die ersten Autos, die die Duroplast-Beplankung hatten. Ja, genau. Ne? Das waren auch die, womit diese legendären Tests gemacht wurden, wo alle auf dem Dach standen. Ja, das waren die Versuchsreihen, wo sie probiert haben, was es aushalten tut, wie viel Belastung das standhalten tut. Weißt du, wie viele Stück davon gebaut wurden? Leider nicht mehr. Was ist jetzt, wenn ich so fragen darf, der größte Unterschied dann zum P50 bzw. zum Trabant 500? Er ist halt noch wassergekühlt, aber als Schwerkraftkühlung in dem Sinne. Also er braucht seinen Fahrtwind. Also wenn hier nur Stau ist oder stockender Verkehr, dann fängt er an zu kochen. Das ist nicht seins. Wie gesagt, ansonsten so hat seine 2 Zylinder wie der Trabant. Ja, wie gesagt, die macht nur die Wasserkühlung, den Unterschied. Ein bisschen größer ist er, das sieht man auf den ersten Blick. Also er hat ein bisschen mehr Raum, sozusagen ist er ein klein wenig breiter und länger als der Trabant. Und ist halt ein bisschen komfortabler gewesen früher. Wie viel PS hat dieses Auto? Er hat 22 PS. 22 PS. Weil der erste 500er hatte ja nur 18 PS. Genau. Okay. Vielleicht können wir mal einen Blick in die Motorhaube werfen, in den Motorraum werfen. Natürlich. Genau. Also größter Unterschied hier Wasserkühler, ja, ganz klar. Genau, der Wasserkühler macht sozusagen. Ansonsten ist das derselbe Motor wie der F8, F7 in dem Sinn. Nur dass er beim B70 genau andersrum drin sitzt. Ja. Wie groß ist wie groß ist der Tankinhalt? Er hat 32 Liter Tankinhalt. 32 Liter? 32 Liter. Dann verbraucht er sicherlich ein bisschen mehr als der Trabant 500 oder ist das? Nee, ist fast gleich. Ist fast gleich. Also er braucht nicht viel mehr. Also mit wie viel Liter fährst du ihn? Zwischen 5 und 6 Litern. Also es kommt immer darauf an, wie man dann fährt, ob man viel Gas geben tut. Ja. Also es ist echt wenig, schaffen wir mit unserem Sparvergaser nicht. Nee, ja. Wie gesagt, früher war halt ein bisschen Leistung da und hat trotzdem gespart. Ja, okay. Und ansonsten die Teile, das ist alles quasi nicht kompatibel dann zum Trabant 500. Nein, überhaupt nicht. Das ist wirklich ein eigenständiges Auto, was davor war. Genau. Er ist zuvor gebaut worden und hat mit dem Trabant in dem Sinn dann nichts mehr groß zu tun. Ja. Wie bist du zu diesem Auto gekommen? Es war durch einen reinen Zufall. Mein Nachbar sozusagen hatte gewusst, in dem Sinn, wo dieses Auto stand, in einer Garage versteckt. Und die Besitzerin hat ihr Haus verkauft. Und da hieß es, das Auto muss aus der Garage raus. Mein Nachbar durfte es sich nicht kaufen, von seiner Frau aus. Wie gesagt, da habe ich mit meiner Frau gesprochen. Und da haben wir uns das Auto angeschaut und haben dann relativ eislich zugeschlagen. Genau. Also wenn man früh aufwacht und sagt, ich möchte jetzt so einen P70 unbedingt haben, weil der fehlt mir in meiner Sammlung oder ich habe jetzt genug von 601, wie werden die jetzt gehandelt, so ein Auto? Im schlechten Zustand liegen sie jetzt bei 4.000 € zurzeit. Was bedeutet da schlechter Zustand? Da ist das Holz kaputt, alles. Wie gesagt, er hat ja einen kompletten Holzrahmen. Ist ja bloß sozusagen mit der Duroplast bespannt worden. Und aber unten drunter hat er komplett alles Holz. Wie gesagt, und das ist halt die Sache, was ein wenig selten macht. Gibt es da überhaupt noch Betriebe oder Menschen, die das restaurieren können dann so richtig? Ich sag mal so, der Richter Stellmacher kann den wieder bauen alles, aber da sind dann auch locker 5.000 bis 10.000 € verschwunden. Nur für unten drunter das bisschen Holz. Ja gut, das bisschen Holz, ja. Die Pappen müssen auch erstmal runter, sage ich mal, oder das Duroplast und das muss dann auch wieder drauf. Richtig. Ja.
Und ob das dann auch immer so passt, wie man sich das vorstellt. Das ist unterschiedlich. Ja, man sieht es ja schon bei normalen Restaurationen, jetzt sage ich mal am 601. Ja. Nee, ich sag mal, von daher ist das immer ein Versuch, das Auto so lange zu halten, wie es geht. Und dass es überhaupt nicht kaputt geht. Was macht der Spitze in der Höchstgeschwindigkeit? Also Spitze, der da 80 km/h machen, aber das Problem, auf Dauer hält es nicht durch. Wird er zu warm dann? Ja, er wird zu heiß alles und er hat ja bloß 3 Gänge. Ja. Und das ist dann für den Kleinen zu viel. Also Ja. ich sag mal so, die schöne Reisegeschwindigkeit 70 km/h ist ideal. Hat er dann auch schon einen Freilauf oder wie kann man sich das Er hat vorstellen? komplett Freilauf. Er hat vom ersten bis dritten Gang alles Freilauf, so wie rückwärts. Und den kann man aber sperren. Wie es früher beim ersten 500er Trabant war. Die ersten sind genauso gebaut worden mit Freilauf, den man separat machen kann. Oder der Wartburg jetzt auch. Ne, beim Wartburg gab es das durchgehend mit Freilauf. Und er besitzt es genauso. Du hattest ja gesagt, dass der schnell heiß wird. Ne? Und gibt es da irgendwie nochmal so einen Zusatzlüfter? Oder? Man kann einen zusatzelektrischen Lüfter einbauen, sozusagen wie es im Trabant 1.1 ist alles. Aber da ist er für mich nicht mehr original und das möchte ich nicht. Er soll original bleiben, wie er war. Wie gesagt, und solange man fährt, Fahrtwind hat, kühlt er sich immer. Sozusagen, und da steht er meistens bei 90 Grad. Das ist die normale Temperatur für das Auto. Ja. Wie es halt heutzutage auch ist. So. Und halt, wenn es halt an der Ampel ist oder wo Stau ist, muss man ausschalten. Und notfalls, wenn er anfangen tut mit Kochen bei 100 Grad, dann halt mal ein paar Minuten Pause machen, stehen lassen. Und dann kühlt er sich wieder runter und dann geht es weiter. Wie gesagt, da gibt es keine Probleme. Man muss halt Zeit mitnehmen. Und sollte halt vor sich keinen Trödler haben. Wie gesagt, das ist ja meistens bei den Oldtimer-Fahrten. Vor mir fährt dann einer rum, der gesehen werden will. Da fährt er mit 10, 20 km/h die Berge hinauf und das ist dann für mich Game Over. Das heißt dann sozusagen, da kann ich anhalten, stehen lassen, da geht nichts mehr. Weil dann fängt er an sofort zu kochen und schafft das ganze Wasser hinaus. Das ist halt dann der Nachteil. Also das ist jetzt der Kofferraum und hinten an die, also das geht gar nicht auf hinten, das Nein. ist fest. Der ist komplett zu. So ist er original ausgeliefert worden, damit dieses Fahrzeug keinen Kofferraum besitzt. Also keine Kofferraumklappe. Gab es welche mit Kofferraumklappe? Es gab welche, die haben sie dann separat neigeschnitten. Original gab es die nie. Nur im Coupé sind Kofferraumklappen verbaut worden. Was das Sportmodell war. Aber die Limousine war immer zu. Also das wusste ich tatsächlich auch nicht. Wäre ich auch im Leben nicht drauf gekommen. Ich habe mich schon gewundert. Mensch, da sind aber Spaltmaße, das schafft manches moderne Auto gar nicht. Und da geht das gar nicht auf. Nein, er geht nicht an. Krass. Er lässt sich nur von innen beladen. Gut, andere Zeiten, ne? Ja, Hat es durchaus gereicht. früher war es so. Ist das Faltdach, ist das Original? Das ist original. Ist auch original. Das ist original. Hatte sicherlich auch nicht jeder, ne? Nein, das sind einzelne bloß gebaut worden immer. Der ist wirklich 100%ig original, kann man sagen, ja? Er ist 100% original. Das Einzige, was neu ist an dem Auto, sind die 4 Reifen. Die musste ich machen, weil die Reifen, die drauf waren, waren von 59. Sind das Standardreifen oder muss man das anfertigen lassen mittlerweile? Gibt es wieder original. Wie gesagt, kosten zwar ein paar Pfennig mehr, aber es sind die Räder, die aufgehören. Wie gesagt, ich will ihn auch nicht lackieren. Also ich finde das auch wirklich richtig, richtig toll, dass du den original lässt und den nicht hier auf Hochglanz machst, ne? Nee, der soll so bleiben, wie er ist. Er kann ja seine Geschichte erzählen. Der ganz unten versteckt ist, ist der Anlassknopf. Der weiße, okay. Der weiße unten ist Anlass. Oben drüber der weiße im Armaturenbrett ist die Innenraumbeleuchtung. Zum Ein- und Ausschalten. Die anderen in der Mitte sozusagen
die in der Mitte versteckt worden sind. Das ist einmal unten mit S ist der Schock, wie es beim 500er dann auch war. Daneben ist der Zugschalter fürs Licht, sozusagen Standlicht und Abblendlicht. Dann sind oben Kontrollschalter, einmal Scheibenwischer, einmal Heizungsgebläse, einmal Dachbeleuchtung und wie gesagt, der zweite gehört mit zur Beleuchtung. Der hat sozusagen unten den großen zur Hauptbeleuchtung und dann hat er nochmal zwei eingebaut gekriegt fürs normale Abblendlicht alles, damit er das Licht anmachen tut. Und einer Zugschalter ist vorne für die kleinen Nebelscheinwerfer. Zwei kleinen auf der Stoßstange versteckt. Vielen Dank fürs Anschauen dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen, das anzusehen, wie es mir gefallen hat, das Video aufzunehmen. Wenn euch etwas besonders gefallen hat oder auch wenn euch mal was nicht gefallen hat, schreibt es mir bitte in den Kommentar. Über ein Abo würde ich mich wie immer urst freuen. Bis bald, euer Jan.